Normalerweise bieten Neobroker nur einen oder zwei Börsenplätze. Und das kann die Auswahl an handelbaren Aktien und ETFs einschränken. Smart Broker Plus und Traders Place sind hier zwei interessante Ausnahmen, die dir den Handel an allen deutschen und vielen internationalen Börsen bieten. Zum Teil ist die Börsenauswahl sogar größer als bei klassischen Brokern und das zu Neobroker-Konditionen. Aber welches Depot ist besser? Smart Broker Plus oder Traders Place? Das zeige ich dir in diesem Video. Bevor es losgeht, lass mir doch gern einen Like da. Links zu den Angeboten findest du, wie immer, unter dem Video. Smart Broker Plus und Traders Place im Vergleich. Depotgebühren. Beim Smart Broker Plus Depot werden keine Depotführungsgebühren berechnet. Auch das Traders Place wird kostenlos geführt. Bei beiden Brokern müssen keine Bedingungen für die kostenlose Depotführung erfüllt werden. Guthabenzinsen. Beim Smart Broker Plus Depot gibt es eine Standardverzinsung von aktuell 1,75% per annum. Es handelt sich um ein echtes Tagesgeldkonto, das durch die deutsche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro abgesichert ist. Der Zins orientiert sich immer am Leitzins und liegt 0,25% darunter. Steigt der Leitzins, steigt auch dein Zins und umgekehrt. Fällt er, wird auch dein Zins reduziert. Der Zins wird bis zu einer Einlage von 100.000 Euro gezahlt. Für Guthaben darüber hinaus und bis zu 1 Million Euro erhältst du 1,5% Zinsen per annum. Bei Traders Place erhältst du ebenfalls 1,75% per annum für dein Guthaben und auch hier liegt er immer 0,25% unter dem EZB-Referenzzinssatz für die Einlagefazilität. Die Mindesteinlage, um die Zinsen zu erhalten, liegt bei Traders Place allerdings bei 5.000 Euro. Die maximal verzinste Einlage beträgt 1 Million Euro. Auch hier handelt es sich um echtes Tagesgeld, das über die deutsche gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro geschützt ist. Beide Konten sind separate Tagesgeldkonten, auf die das Geld vom Verrechnungskonto überwiesen werden muss. Willkommensbonus. Beim Smart Broker Plus Depot gibt es aktuell keine Willkommensprämie. Traders Place hat aktuell eine Neukundenaktion. Du erhältst hier 80 Euro in Form eines ETFs, wenn du innerhalb von 45 Tagen mindestens 3 Trades über jeweils mindestens 100 Euro ausführst. Egal ob Kauf oder Verkauf. Die ETF-Anteile werden dir innerhalb von 6 Wochen nach Erfüllung der Bedingungen in dein Depot gebucht. Ob es die Aktion noch gibt, wenn du das Video schaust, siehst du unter dem Link in der Beschreibung. Welche Wertpapiere können gehandelt werden? Mit dem Smart Broker Plus Depot kannst du mit Aktien, Anleihen, ETFs, ETCs, Fonds, Zertifikaten, Optionsscheinen und echten Kryptowährungen handeln. Derivate wie Optionsscheine sind bei Smart Broker Plus von JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, Vontobel und UniCredit handelbar. Bei Traders Place kannst du ebenfalls mit Aktien, Anleihen, ETFs, ETCs, Fonds, Zertifikaten, Optionsscheinen und echten Kryptowährungen handeln. Hier ist der Handel mit Derivaten von BNP Paribas, Société Générale, Vontobel, Morgan Stanley und UniCredit möglich. Beide Anbieter bieten nicht nur den Handel, sondern auch eine große Auswahl an Sparplänen. Details dazu zeige ich dir gleich. Kryptowährungen. Bei beiden Depots ist der Handel mit echten Kryptowährungen möglich. Mit dem Depot von Smart Broker hast du die Wahl aus 39 Kryptos. Dabei sind alle wichtigen wie Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot und Ripple enthalten. Bei Traders Place ist die Auswahl mit 59 Kryptowährungen noch größer. Auch hier hast du die Wahl aus allen großen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot und Ripple und noch vielen mehr. Die Handelsplätze. Mit dem Smart Broker Plus Wertpapierdepot kannst du an allen deutschen Handelsplätzen und folgenden internationalen Börsen handeln: Nasdaq, New York Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Amsterdam, Brüssel, Dublin, Helsinki, Kopenhagen, Lissabon, London, Madrid, Oslo, Paris, Stockholm, Wien und Zürich. Mit Traders Place ist die Auswahl noch etwas größer. Hier kannst du ebenfalls aus allen deutschen Börsen wählen, den internationalen, die bei Smart Broker Plus verfügbar sind, und zusätzlich noch NYSE Arca, Athen, Hongkong, Mailand, Sydney und Tokio. Gebühren und Kosten. Aktien- und ETF-Sparpläne werden mit dem Smart Broker Plus Depot kostenlos bespart. Auch der Handel ist kostenlos, wenn du dafür den Handelsplatz Getex nutzt und jeweils ein Mindestordervolumen von 500 Euro hast. Liegt eine Order darunter, wird eine Gebühr von 1 Euro berechnet. Handelst du an den anderen Börsen, werden verschieden hohe Gebühren berechnet.
Bei Xetra sind es zum Beispiel mindestens 4 Euro zuzüglich 0,01%, bei mindestens 1,50 Euro und an den Börsen in den USA 4 Euro zuzüglich 0,02%, bei mindestens 8 US-Dollar und zuzüglich möglicher Steuern und SEC-Gebühr. Beim Handel mit Kryptowährungen wird beim Smart Broker Plus Depot außer dem üblichen Spread eine Gebühr von 0,9% berechnet, wenn die Order mindestens 500 Euro beträgt. Liegt sie darunter, kommt ein Mindermengenzuschlag von 1 Euro hinzu. Bei Traders Place kannst du ebenfalls alle Aktien- und ETF-Sparpläne ohne Handelsgebühren besparen. Beim Handel werden Orders von mindestens 500 Euro über Getex kostenlos ausgeführt. Liegt der Wert des Trades darunter, wird auch hier eine Gebühr von 1 Euro berechnet. Handelst du mit Traders Place an anderen Börsen als Getex, werden verschieden hohe Gebühren berechnet. Bei Xetra sind es zum Beispiel 2 Euro zuzüglich 0,01% bei mindestens 3 Euro oder an den Börsen in den USA 3 Euro zuzüglich 0,015% bei mindestens 4 US-Dollar 24 und ebenfalls zuzüglich möglicher Steuern und SEC-Gebühren. Auch beim Kauf und Verkauf von Kryptowährungen entstehen außer dem üblichen Spread keine Gebühren für dich, wenn der Wert der Order über 500 Euro liegt. Ist der geringer, wird ein Mindermengenzuschlag von 1 Euro berechnet. Unterdepots. Bei Smart Broker Plus hast du die Möglichkeit, Unterdepots anzulegen. Damit bekommst du, wenn du verschiedene Strategien verfolgst oder Assetklassen wie Aktien, ETFs und so weiter trennen möchtest, mehr Übersicht. Traders Place bietet aktuell keine Möglichkeit von Unterdepots. Währungskonto. Um den Handel in Fremdwährungen zu vereinfachen und Umtauschgebühren zu vermeiden, kannst du bei Smart Broker Plus bis zu 7 Währungskonten einrichten. Und zwar in Schweizer Franken, in norwegischen Kronen, in britischen Pfund, in US-Dollar, in kanadischen Dollar, in australischen Dollar und in japanischen Yen. Traders Place bietet keine Währungskonten. Die Sparpläne im Vergleich. ETF-Sparpläne. Bei Smart Broker Plus hast du die Wahl aus ca. 1600 ETF-Sparplänen, die du kostenlos besparen kannst. Die Mindestsparrate beträgt nur 1 Euro, so dass man auch mit einem geringen monatlichen Budget in verschiedene ETFs investieren kann. Du kannst die Sparpläne monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich und halbjährlich ausführen lassen. Auch bei den Ausführungstagen bist du flexibel. Möglich sind der 3., der 9., der 18. und der 27. Eine automatische Erhöhung der Sparrate ist nicht möglich. Auch bei Traders Place hast du die Auswahl aus rund 1600 kostenlos besparbaren ETF-Sparplänen. Die Mindestsparrate beträgt 1 Euro und du kannst aus monatlicher, vierteljährlicher, halbjährlicher und jährlicher Ausführung wählen. Die Ausführungstage sind der 5., 15. und 28. eines Monats. Deine Sparrate ist hier dynamisierbar, du kannst sie also jährlich automatisch erhöhen. Bei Traders Place kannst du die Sparrate von deinem Girokonto einziehen lassen. Aktiensparpläne. Bei Smart Broker Plus kannst du rund 2500 Aktien kostenlos im Sparplan besparen. Ist der Preis einer Aktie, die du im Sparplan besparen möchtest, höher als die Höhe deiner Sparrate, kannst du auch Bruchstücke besparen. Die Mindestsparrate beträgt für Aktien ebenfalls nur 1 Euro. Bei Traders Place sind knapp 1900 Aktien per Sparplan kostenlos besparbar. Auch hier kannst du Bruchstücke besparen und die Mindestsparrate beträgt ebenfalls 1 Euro. Kryptosparpläne. Sowohl bei Smart Broker Plus als auch bei Traders Place kannst du zwar echte Kryptowährungen kaufen und verkaufen, für Sparpläne gilt das aber nicht. Hier wird nicht direkt in Kryptos, sondern in sogenannte ETPs investiert, die wie ETFs bei Aktien funktionieren. Insgesamt sind 14 Kryptowährungen über die Sparpläne verfügbar. Unter anderem Bitcoin, Bitcoin Cash, Binance BNB, Cardano, Ethereum, Ripple, Solana, Polkadot, Stellar, Tezos und Litecoin. Bei den meisten werden die Coins physisch hinterlegt. Lombard-Kredit. Mit einem Lombard-Kredit kannst du einen Kreditrahmen nutzen, der ähnlich wie ein Dispo-Kredit funktioniert. Da du hier deine Wertpapiere im Depot als Sicherheit hinterlegst, ist der Zins aber deutlich geringer als beim Dispo. Der Beleihungswert richtet sich nach dem Risiko der Anlageklasse. So kannst du Optionsscheine nicht als Sicherheit hinterlegen und bei Fonds, ETFs und Aktien aus großen Indizes erhältst du bis zu 75% des Wertes. Den Kreditrahmen richtest du einmal ein und kannst ihn anschließend nutzen, wie du möchtest. Zinsen werden nur berechnet, wenn du dir etwas aus dem Kreditrahmen auszahlen lässt. Für die Rückzahlung gibt es keine festen Raten und es gibt auch keinen festen Verwendungszweck. Der Kredit lässt sich für Investments oder auch für Konsum nutzen. Du bist also extrem flexibel. Bei Smart Broker und auch bei Traders Place beträgt die Höchstsumme 100.000 Euro und der Zins liegt beim 3-Monats-Euribor zuzüglich 3%. Bitte beachte auch den folgenden wichtigen Risikohinweis. Wertpapiergeschäfte auf Kredit erhöhen aufgrund der damit verbundenen Hebelwirkung das Verlustrisiko. Kursverluste können außerdem zu einer Verringerung des Beleihungswertes und damit des Kreditrahmens führen.
Das kann zur Folge haben, dass der Kredit teilweise vorzeitig zur Rückzahlung fällig wird. Da es sich um einen variablen Kreditzinssatz handelt, ist zudem zu beachten, dass sich die Kreditkosten nach der Inanspruchnahme des Kredites erhöhen können. Die Inanspruchnahme des Wertpapierkredites eignet sich daher nur, wenn du risikobewusst und in der Lage bist, die Kreditkosten und die Kredittilgung auch bei Eintritt der Risiken zu tragen. Zugriff auf das Depot. Sowohl das Smart Broker Plus als auch das Traders Place Depot lassen sich per App und auch per Online-Banking im Browser nutzen. Smart Broker Plus oder Traders Place. Welches Depot ist besser? Die beiden Depots sind auf den ersten Blick so ähnlich wie kaum zwei andere in Deutschland. Dabei sind die Konditionen so gut, dass beide absolut empfehlenswert sind, vor allem im Vergleich mit den meisten anderen Brokern. Im Detail gibt es aber Unterschiede, die deine Entscheidung für das Smart Broker Plus oder das Traders Place Depot beeinflussen können. Das Smart Broker Plus bietet die Unterdepots, mit denen du deine Investments und Trades besser organisieren kannst. Außerdem gibt es hier Währungskonten, mit denen du in 7 der wichtigsten Währungen investieren und auch ohne Umrechnung an internationalen Börsen handeln kannst. Das Traders Place Depot bietet dagegen noch mehr internationale Handelsplätze, wie Hongkong, Sydney und Tokio, sowie eine größere Auswahl an Kryptowährungen. Außerdem gibt es keine Gebühr beim Kryptohandel. Beide Depots verlinke ich dir unter dem Video. Hast du noch Fragen zu Smart Broker Plus oder Traders Place? Dann schreib mir in den Kommentaren. Ich beantworte sie gern. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Like da. Ich würde mich sehr freuen. Auch über jeden neuen Abonnenten freue ich mich sehr. Wenn du also kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.